Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal um das Omesio D760, sozusagen ein Slipjoint Küchenbeil. Hierzu gibt es ein kleines Update. Es wird auch ein Giveaway geben und dazu komme ich dann gleich. Hier laufen jetzt erstmal ein paar Szenen aus meinem ersten Video zu diesem Messer und hier sieht man auch gleich, was man nicht unbedingt damit machen sollte. Wir haben einen 4CA13 MOV mit etwa 53 bis 55 HAC, der offensichtlich eine gute Wärmebehandlung erfuhr. Dazu ist er rostträge, leicht nachschärfbar und gutmütig. Also ein Stahl, der für die eigentlich angedachten Aufgaben dieses Messers absolut ausreichend ist. Die Stärken liegen hier in der Essenszubereitung. Das ist eine lange, hohe und schmale Klinge mit 0,4 mm hinter der Schneidphase. Wirklich sehr schön fein ausgeschliffen. Also ideal für Food Prep. Insgesamt ein sehr polarisierendes Design. Entweder es gefällt einem oder eben nicht. Wie immer muss das dann jeder selbst entscheiden. Im ersten Video zum Omesio Slipjoint Küchenbeil habe ich erwähnt, dass man so ein Messer sehr wahrscheinlich nicht unbedingt benötigt, aber es macht einfach sehr viel Spaß damit zu arbeiten und es ist einfach mal was anderes. Jetzt zum Update oder vielleicht auch Upgrade. Wie man hier sieht, wird das Omesio D760 mittlerweile mit zwei verschiedenen Griffvarianten angeboten. Einmal schwarzes G10, schlichte Optik, pragmatisch gelöst. Neu ist diese Griffvariante, das ist ebenfalls G10. Man könnte erstmal denken, das wäre vielleicht Mikata. Wir haben hier die Farben Gelb, Grün, Rot, Orange und auch ein bisschen Schwarz. Wirklich sehr interessante Optik, hat auch ein bisschen was von Reptilienhaut. Und wir haben hier ordentlich Struktur drauf. Also das verleiht wirklich ordentlich Grip. Mehr als beim schwarzen G10. Mir gefällt das optisch und haptisch gut. Ja, gelungenes Griffdesign. Kurz zu den Preisen. Die schwarze Variante liegt hier so um die 30 € und das farbige G10 liegt etwa um die 35 €. Die Preise variieren bei Omesio immer so ein bisschen, also das kann man so beobachten. Weiß ich auch nicht, woran das liegt, aber da sind manchmal Schwankungen von 1-2 € mit drin, also ist einfach so. Übrigens wurde mir dieses Messer freundlicherweise von Omesio zur freien Verfügung gestellt. Deshalb ist das Video auch als Werbung gekennzeichnet. Das Teil wandert in meine Sammlung, aber Omesio hat mir noch ein Standardmodell des D760 zur freien Verfügung gestellt und das wird als Giveaway unter den Zuschauern verlost. Glücksfee ist ein Comment-Picker und für die Teilnahme genügt mir ein Kommentar, aus dem ganz klar hervorgeht, dass Interesse an diesem Messer besteht. Alle weiteren Teilnahmebedingungen, Informationen zum Messer, normale Produktlinks etc. findet ihr in der Videobeschreibung. Dort ist bei Interesse auch mein erstes Video zum Omesio D760 verlinkt. Gut, dann war es das. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.